Hey ho, Stars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie soll das anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account mit Gauss und mit Wiking werden wir heute ein bisschen spielen. Gucken wir mal, was wir damit denn auch so hinbekommen. Ich habe es nicht vergessen, vielleicht dann irgendwann mal, wenn ich die Kraft und die Lust habe, mal eine Mail an Tanky zu schicken mit meinen Fragen bezüglich nicht unbedingt des Spiels selber, sondern ja, wie man das Ganze betrachtet, zukünftig, wo man Tanky sieht, was hat man für Ideen, was soll das Ganze mit den Plattformen, wie ist man sich dessen bewusst, dass halt natürlich von den großen Spielerzahlen damals vielleicht nicht mehr so viel übrig ist, hat man irgendwelche Ambitionen, ja, keine Ahnung, Werbung zu machen, solche Sachen halt, ne? Und ich meine mal, ich weiß halt natürlich nicht, ob ich eine Antwort kriege, ja, seien wir mal ehrlich. Aber ich dachte mir, vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche interessanten Fragen. Dann könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben und dann mache ich mal so einen Sammelbrief fertig und schick den mal ab. Wie gesagt, also ob ich da irgendwo eine Antwort drauf kriege, ich habe doch keine Ahnung. Aber man muss es ja nicht unbedingt unversucht lassen und vielleicht, wer weiß, wenn die Sterne günstig stehen, ist ja eventuell tatsächlich etwas drin. Ja, und man hat, sehr gut, hat er noch hinbekommen, wunderbar. Und man hat dann vielleicht ein bisschen Klarheit, jedenfalls was so meine Themen angeht, die mich interessieren. Ja, das jedenfalls dazu, also es ist nicht vergessen, es ist nur aufgeschoben. Fragt mich in einem Monat nochmal, wie es aussieht. Aber wie gesagt, also ob das Ganze was bringt, keine Ahnung. Aber ihr wisst ja, ich reg mich gerne über Sachen auf und frage mich halt auch Sachen. Und ja, es wäre halt schön, wenn man das Rätselraten beenden könnte und einfach mal eine Antwort bekommt. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das was wird, aber ich probiere es, dann kann ich sagen, ich habe es getan, okay? Ich habe es versucht. Alles, was in meiner Macht stand, habe ich versucht und mehr kann ich auch nicht tun. Ne? Aber nein, also wie gesagt, es gibt ja einige Sachen, die interessieren mich schon und ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Gut, ich bin gespannt. Oder auch nicht. Ob es da eine Antwort gibt. Das wird sich zeigen. Aber ja, gut. Ich wollte heute unbedingt mal mit Gauss spielen, schon lange nicht mehr gespielt, aber das Ding macht natürlich Schaden wie, keine Ahnung, wie Silvester in Berlin. Also wirklich sehr viel Schaden. Hier ist alles möglich. Ja, ihr habt es ja gesehen, 5700, ja, das ist schon nicht schlecht. Und ansonsten, wenn man einmal schön auflädt und die Gegner haben jetzt nicht unbedingt nochmal gesondert Schutz, dann haben wir trotzdem da viel Schaden drin. Zack, 3000, warum denn nicht? 2000 manchmal. Das reicht ja aus, vor allem wenn du danach noch ein bisschen nachschießen kannst. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, in dem aktuellen Tanky-Event, ich glaube nicht, dass ich da allzu weit komme. Mal gucken, ob ich überhaupt das erste Feld soweit fertig kriege, wer weiß. Die Aufgaben, die man da so tagtäglich machen muss, ja, die haben es schon in sich. Also manche gehen schneller, andere brauchen echt lange, zum Beispiel 30.000 Kristalle erspielen. Das mache ich jetzt nicht unbedingt an einem Nachmittag. Ja, also ob ich das überhaupt im gesamten Event schaffe, das sei mal dahingestellt. Andere Sachen, wie gesagt, gehen da ein bisschen schneller, aber ja, mal gucken. Wenn ich wenigstens ein paar Punkte kriege am Ende, ja, wenn ich halt wenigstens das erste Feld so weit fertig kriege, damit ich ein paar Punkte habe, dann kann ich mir ja wenigstens Container oder so holen, ja. Jetzt auch nicht gerade das Beste, aber immerhin etwas, ja. Da hat sich das wenigstens gelohnt, da mitzumachen. Aber gut, an solchen Events, ich meine, es ist natürlich auch nicht schlecht, wenn es halt Events gibt mit Aufgaben, wo du halt ein bisschen länger dran sitzen musst. Und die musst du ja auch nicht alle an einem Tag machen, das ist klar. Ja, du hast ja für die Aufgaben das gesamte Event über Zeit. Es kommt natürlich nur jeden Tag eine neue hinzu. Ist schon klar, aber wie gesagt, ob ich 30.000 Kristalle im kompletten Event-Zeitraum zustande kriege, ob ich 30.000 sammeln kann, ja, wahrscheinlich nicht. Mit Premium geht das natürlich schneller, ne? Aber ja. Ich habe mir auch einen Silberkontrakt geholt. Dachte ich mir, ach komm, okay, weißt du was, machst du jetzt einfach mal, weil es auch eine Aufgabe gab, wo man halt 5000 Punkte erspielen muss. Und für so einen Kontrakt
damit du den abschließen kannst, musst du halt auch 5000 erspielen. Insofern dachte ich, okay, gut, wenn ich das eine mache, kann ich vielleicht das andere dann auch gleich mit abschließen. Und habe dann ein paar mehr Spielzüge, ja, die ich dann da entsprechend einsetzen kann. Alles in der Hoffnung, irgendwie ein paar Punkte zu machen. Aber gut, wir gucken mal, ja, wie sich das Ganze hier noch verhält. Ich sollte mir vielleicht Schaftschutz mal organisieren. Ich habe gesehen, da ist der Ball, ja, aber den Kollegen, ja, den holen wir uns. Den holen wir uns trotzdem und unser Team muss halt den Rest machen. Hauptsache, der Typ da mit seiner Schaft ist schon weg. So, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wahrscheinlich nicht allzu weit. Overdrive habe ich auch. Ja, vielleicht wird das ja jetzt etwas. Ich bin auch gar nicht mal so schlecht hier. 14,8 meine KD. Das ist jetzt nicht schlecht. Immerhin besser als, keine Ahnung, 1,14 zum Beispiel. Ich habe gestern noch ein bisschen gespielt und ich hatte da so Pech mit meinen Teams. Das war mal wieder so typisch Matchmaking. Anders kann man es halt nicht formulieren. Das war typisch Matchmaking. Immer komplett verloren. Entweder hat das Spiel angefangen und du bist halt direkt im Verliererteam gelandet, was sich dann halt schnell offenbart hat. Oder du bist halt schon in eine bestehende Schlacht rein und hast halt gesehen, alles klar, das Ding ist halt komplett ja. Noch ein paar Minuten oder steht halt schon, weiß ich nicht, bei Capture the Flag 4:0 oder sowas, wisst ihr? Das, ja, das war natürlich sehr, sehr schön, hat Spaß gemacht. Bin ich froh, dass ich keine Aufgabe hatte mit sei so und so viele Male im Gewinnerteam. Da war ich sehr froh drum. Es ging nur darum, Schlachten zu beenden. Das konnte ich dann halt relativ schnell machen, weil man halt schnell verloren hat. Das ist auch ein Vorteil vom Matchmaking. Ja, also man soll sich nicht immer beschweren, dass man verliert. Manchmal ist es auch gut, wenn man verliert, wenn man halt schnell irgendwelche Schlachten abschließen muss. Ich finde es ja auch immer gut, wenn ich dann solche Aufgaben habe. Ja, keine Ahnung, mach halt 3 Schlachten oder so oder 5 oder 10 oder 50 und du landest dann gerade in so einem Spiel, was noch 30 Sekunden geht. Das ist immer toll. Ja, das ist immer toll. Du kriegst zwar nichts, aber du hast wenigstens schon mal einen kleinen Fortschritt gesammelt, um die Aufgabe zu beenden. Das ist dann ganz nett, ja? Auch wenn es nichts gibt als Belohnung, jetzt in der Schlacht selber. Aber immerhin, ein bisschen was hast du getan. Das ist toll. Ich finde ja auch diese Regelung, dass du mindestens 100 Punkte machen musst, um halt einen Stern zu kriegen, die ist jetzt nicht schlecht. Ja, also, um halt irgendwie eine gewisse Belohnung zu bekommen in Form von Sternen, ja, musst du halt eine Mindestaktivität vorweisen. Es geht halt natürlich mit den Reputationspunkten, die du halt sammeln kannst, ja, oder sammelst indirekt, wenn du halt hier spielst. Und wenn das Ganze ausgeglichen ist und du jetzt nicht, weiß nicht, komplett auf den Kopf bekommst, ja, und nichts hinbekommst, dann kriegst du das ja auch hin. Aber manchmal gibt es halt auch Schlachten, da ist das einfach überhaupt nicht möglich, weil die Gegner komplett dominieren. Die beenden die Schlacht viel zu schnell. Und selbst wenn du gut bist, und ich rede davon, dass du in deinem eigenen Team, was natürlich gerade verliert, ja, in deinem eigenen Team Platz 2 oder sogar Platz 1 bist, und dann ist die Schlacht vorbei und du hast 95 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Schlacht beendet, kriegst aber keinen Stern dafür, weil du hast halt die Mindestanzahl von 100 Punkten nicht erreicht. Ist ein bisschen schade dann, ja. Dann versuchst du es halt irgendwie ein bisschen Gegenwehr zu leisten, spielst, aber kriegst dann am Ende trotzdem keine Belohnung, weil du halt zu schlecht dafür warst. Ja, du hast zu wenig Punkte bekommen in dieser Schlacht, also gibt es da noch keinen Stern für dich. Ja, gut. Es ist, wie es ist. Aber das fällt mir halt manchmal auf und dann ist das halt schon sehr, sehr nervig. Ne? Dann versucht man es irgendwie und sagt sich, ach komm, ich muss ja sowieso irgendwie meine täglichen Aufgaben machen, dafür brauche ich jetzt diese Schlacht, da gehe ich jetzt nicht extra raus. Ich brauche ja so meine Mindestaktivität. Ja, aber dann kriegst du halt dann trotzdem nichts dafür. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht ein bisschen nach unten korrigieren. Statt 100, weiß ich nicht, 50 oder so? Ist das dann zu wenig? 75? Ja, um sich in der Mitte zu treffen? 75 als Kompromiss? Das würde jedenfalls mir in einigen Situationen doch schon deutlich helfen. Boah, das macht keinen Spaß gegen Schaft. Das macht keinen Spaß. Ich muss mal gleich ein bisschen was an Anpassungen vornehmen. Das ist ja ganz, ganz schrecklich. So, wir nehmen Schaftschutz. Dann haben wir schon ein bisschen was hier
von den Gegnern unter Kontrolle. Striker. Und ich weiß nicht. Donner? Ja, wir gucken mal. Was haben wir denn hier so Schönes? Ah, Donner haben wir. Ja, gut. Das nehmen wir einfach mal raus. Wer weiß, vielleicht entscheidet sich ja jemand für Railgun. Ja, gucken wir mal. So, machen wir das mal so. Aber dann kann uns die Schaft, egal wer da kommt, schon mal ein bisschen weniger antun. Vielleicht überleben wir dann noch einen Schuss. Schön wär's. Aber wie gesagt, ich bin hier gar nicht mal so schlecht. Die meisten Tode gehen auf das Konto der Schaftspieler. Gegen die kann ich nichts ausrichten. Huch. Wieso hatten wir keinen Schaden bekommen? Das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal. Das hätte man... Alter, 1000 Punkte hat der Typ schon? Junge. Der hat aber auch eine saftige KD. Und ganz unten bei uns 1,25. Einen Kill. Immerhin. Und 57 Punkte. Aber der ist wenigstens die ganze Zeit aktiv gewesen. Wisst ihr? Und sowas kann doch wenigstens auch mal einen Stern bekommen. Ja? Hätte 50 Punkte bekommen jetzt. Nicht wahr? Immerhin einen Stern. Wenigstens den kann man ihm doch geben. Er hat Einsatz gezeigt. Ja, gut. Was soll man machen? Was soll... 1,26, Alter. Ja. Ich sag nichts dazu. Boah. Schade. Aber gut, immerhin. Beendet habe ich das Ganze hier als Platz 2. Das ist auch in Ordnung. Hauptsache Top 3. Ich war und sogar im Gewinnerteam. Das muss man mal auch nochmal festhalten. Im Gewinnerteam und in der Top 3. Wunderbar. Sehr, sehr toll. Aber ja, wie gesagt, er hat es versucht, okay? Er hat es versucht, aber ja, dafür gibt es halt keinen Stern, ne? Ist halt so. Und dafür gibt es keinen Stern. 1,27. Er hat es probiert. Ja, ob man das mit einer wobei, ja, eine gewisse Aktivität sollte man haben, aber vielleicht 50, 75 Punkte statt 100, wär nicht schlecht, ja. So ein bisschen den Spielern entgegenkommen, die halt schon ein schweres Leben haben, ja. Die nicht alles komplett voll verbessert haben. Die haben es sowieso schwerer, hier an Punkte zu kommen. Und dann entsprechend auch schwerer an Sterne zu kommen. Ja, wäre doch schön, oder? 50 Punkte kriegt man doch hin. Selbst mit Easy da. Muss ja nur deine Leute heilen. Außer du hast die Vampir-Variation. Dann vielleicht eher weniger. Aber dann kriegst du es wahrscheinlich auch hin, den einen oder anderen mitzunehmen. Ja, jetzt nicht unbedingt auf so Karten wie Highway. Ja, wenn du da immer schon aus der Ferne genug Schaden bekommst, dann wird es sowieso schwer. Stadion, genau das Gleiche. Aber gut, egal. Soll uns jetzt auch nicht weiter interessieren, immerhin. Ja, ich hab die Mindestpunkteanzahl geschafft. Oh, wenn ich das schon wieder hier sehe. Mit Phoenix, na sicherlich, natürlich. Da habe ich schon gar keine Lust mehr. Wenn ich sowas sehe, wenn jemand mit Phoenix ankommt, da habe ich keine Lust. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwie trotzdem hin, wer weiß. Aber das ist schon... Du musst ja wirklich den Willen haben, 5 Millionen Punkte mit einer bestimmten Waffe oder einem bestimmten Untersatz zu erspielen. Das ist Engagement. Kann man nicht anders sagen. Das sind richtig treue Spieler. Ich hätte nicht den Willen, ja. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich hätte nicht den Willen. Ich kann das nicht. Wirklich, also wann hätte ich denn die Zeit? Ich habe nicht mal 7 Millionen EP und das über meine gesamte Laufbahn hier mit diesem Account. Und dann haben Leute einfach 5 Millionen auf einer einzigen. Seitdem es diese Aufgaben gibt. Meine Güte. So.
Also ich meine mal, selbst wenn es diese Aufgabe seit Tag 1 gegeben hätte, als ich angefangen habe, Tanky zu spielen, ich hätte es doch trotzdem nicht hinbekommen. Ach, schade, ein bisschen zu früh. Ja, das war... Ja, das Risiko musste ich eingehen. Für die Wissenschaft. Aber wo ist denn der? Achso, ist er rausgegangen? Ja, der wollte nicht mit solchen Verlierern spielen. Der hat die ganzen Leute hier gesehen und dachte sich, oh nee. Die sind mir zu schlecht. Ich gehe raus. So, wird Zeit für eine Mittagspause. Boah, 5700. Das ist schon wirklich geil. Und nochmal 5700. So, schön. Er hat seinen Overdrive aktiviert. Wunderbar. Wir haben jetzt ein kurzes Zeitfenster, in dem wir ihn komplett weghauen können. Das sollten wir auch definitiv nutzen. So, den kriegen wir aber zack. Wunderbar. Ey, wenn die Leute keinen Schutz haben, ne? Boah, die überleben das nicht. Wobei, ich weiß nicht genau, wie das möglich war. Und nein, der hatte keinen Lebensretter. Jedenfalls wurde das nicht angezeigt. Aber ich glaube, das war ein Viking oder so. Ja. Und da stand, der hat 5700 Schaden bekommen. Also so wie jetzt hier auch ein paar Leute. Genauso. Er hat 5700 bekommen, er hat es aber überlebt. Ich habe aber nicht gesehen, dass er sich geheilt hat. Und wie gesagt, dass er Lebensretter hatte. Habe ich auch nicht gesehen. Aber der hat den Schuss überlebt. Das fand ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht ist ja irgendwas passiert und der Schaden wurde halt einfach zusammengezählt mit den anderen, die ich getroffen habe und dann halt als 1 angezeigt. Keine Ahnung. Aber der hat fast 6000 abbekommen und der hat es trotzdem überlebt. Ne? Matchmaking, wie es sein sollte, nicht wahr? Kann man nicht anders sagen. Ja. Aber cool, wir sind schon wieder hier in Führung. Wenn wir das jetzt auch noch gewinnen, boah, dann ahne ich nichts Gutes für den weiteren Verlauf. Bei einer Tanky-Spielbahn. Wenn man jetzt zweimal hintereinander gewinnt, das Matchmaking wird es mir übel nehmen. Also dann bin ich wieder so abgehoben, ja, und denke, nichts kann mich stoppen. Und dann wird man wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Gut. Aber in der Zwischenzeit können wir es doch noch ein bisschen ausnutzen, oder? Ach. Tja. Zu viel Schutz. Hilfe. Oh. Egal, ich fahr hier einfach mal hoch. Ich lasse mich nicht aufhalten. Über die Namen müssen wir jetzt, glaube ich, nicht philosophieren von den Spielern, oder? You easy for me. Ja, gut. Englisch auf hohem Niveau. So. Ich muss da irgendwie rankommen. Mal schauen. Oh, ich bitte dich, wechsel deinen Namen. Das ist ja schrecklich. Kann man sich ja nicht ansehen. Och Mann, nicht der schon wieder. Das kann man sich ja nicht ansehen. You easy for me. Dann ist auch nur das S groß. Also so einfach ganz zufällig. Ich verstehe es nicht. Ach Mann, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich komme nicht in die Nähe von ihm. Okay, ich muss auch gar nicht in die Nähe kommen. Ja, ich kann ja natürlich auf Distanz schießen, aber der kann sich auch einfach irgendwo verstecken. So, wir haben einen Overdrive. Den können wir einsetzen. Unser Juggernaut, der kennt keine Gnade. Der geht einfach komplett ran da. Und, oh, ja, gut. Einmal getroffen. Und jetzt? Das überlebt er nicht, oder? Ja, das... Es hätte mich jetzt aber auch gewundert. Wer so viel Schaden abkriegt, der kann das nicht überleben. Sehr, sehr gut. So, und... Naja, immerhin. Ein bisschen. Ein bisschen hat er was bekommen.
2-0. Sehr, sehr schön. 6 Minuten noch. 3-0. Boah. Sieht ja immer besser. Das Ding, das gewinnen wir. Sehr, sehr toll. Ja, macht euch Tanky eigentlich noch Spaß? Frage ich jetzt einfach mal so. Für die Leute, die bis jetzt noch zugeguckt haben, macht euch Tanky Spaß? Also, was ich ja schön finde, gibt ja auch einige unter euch, das freut mich, ja, das freut mich sehr, die, denen das halt Spaß macht. Vielleicht sogar mehr als früher. Ja, ich weiß, das ist eine gewagte These, aber die vielleicht das gar nicht mal so schlecht sehen mit den ganzen Updates, die es so in den ganzen Jahren gab. Ja. Und ich muss halt auch sagen, ne, mal abgesehen von den ganzen negativen Sachen, da kann ich jetzt aber einige aufzählen. Nein, aber jedenfalls, mal abgesehen von den negativen Sachen, macht es eigentlich Spaß. Jetzt kommt mir bitte bloß nicht mit der Frage, was macht dir denn Spaß? Da muss ich ein bisschen, ja, ein bisschen überlegen. Nee, aber es macht ja schon irgendwo Spaß. Irgendetwas gibt es, was halt Spaß macht. Jetzt komm. Sehr gut. Ja, man kann sagen, mir gefällt's. Mir gefällt's. Ich weiß, das findet nicht jeder. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Alles klar. Aber was soll ich sagen? Ja. Und wenn halt Leute der gleichen Meinung sind und sagen, ja, das macht mir auch Spaß, das finde ich toll. Warum? Ja, weil das Hoffnung gibt, dass das vielleicht irgendwann mal wieder ein bisschen besser wird mit den Spielerzahlen. Ja, vielleicht, wer weiß. Dass alte Leute mal wieder zurückkommen. Außer die ganz alten Leute. Die brauche ich nicht. Die können weg. Die können weg. Ja, aber alle anderen sind herzlich willkommen. So ein 2014, keine Ahnung, so ein 2014 Vorfall. Brauche ich nicht. So. Ja, das war schon echt, ja, eine wilde Zeit. Gab ja keine ruhige Schlacht, ne? Überall, wo man reingeht, da wird man gleich fertig gemacht. Ja, da wird man gejagt, da wird man wirklich auf die Abschussliste gesetzt und meine Güte, ist er jetzt draufgegangen, weil er so aggressiv spielt? Eieieiei. Wir dürfen uns nicht mehr so viele Fehler erlauben. Wir haben noch 3 Minuten und nur noch 1 Punkt Vorsprung. Jetzt bitte, Leute. Vermasselt das jetzt nicht. Werdet nicht zu übermütig. Ja? Auch wenn ihr Juggernaut seid, aber so viel haltet ihr jetzt auch nicht aus. Ja. Ich könnte es natürlich nochmal versuchen, wenn ich meinen Overdrive habe. Weil an sich, wenn er jetzt nicht extra noch Gauss-Schutz hat und sonst was, dann sollte das doch eigentlich funktionieren. Wenn ich dann freie Sicht auf ihn habe, einen Schuss von ihm halte ich locker aus. Da kann ich mich heilen, das ist alles kein Problem. Also das sollte... Oh, der kriegt wirklich guten Schaden ab. Also ich brauche einmal so eine schöne Situation, wo er toll frei steht und ich meinen Overdrive habe. Dann kriegen wir das hier hin. Dann steht es 4:2. Dann haben wir das Ding aber sicher gewonnen. Außer wie gesagt, wo ist denn der Juggernaut? Gut, er macht es richtig. Ja, einfach hinten bleiben. Aus der Distanz ein paar Leute abschießen. Und das reicht aus. Ja, genau, das reicht doch völlig aus. Nichts Wildes machen, nichts Spektakuläres. Am Ende steht es 3:3 und dann hat keiner etwas davon. Ja, das ist halt nun mal so. Klar, als Juggernaut möchte man vielleicht schon ein bisschen einfach aggressiv spielen, ne, und nach vorne gehen, aber manchmal ist es wirklich besser, hinten zu bleiben. Ich bin schon ruhig. Es steht 3:3. Natürlich. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Oh. Ach. Mann. Ich habe den aber auch nicht ins Fadenkreuz bekommen. Ne? Oh, Leute, ey, wenn wir das hier noch verlieren, ne, dann... Okay, dann haben wir es auch nicht anders verdient. So, ich sag's jetzt einfach, okay? Wir haben es jetzt auch nicht anders verdient. Ja, GG. Das war's.
Wir haben es nicht anders verdient. Punkt. Kann man einfach so sagen. Und der fährt komplett rein. Also, so eine Aktion, ne? Der schafft das doch nicht. Jo, Alter. Ey, ich bitte dich, aber wem willst du jetzt hier... Wen wolltest du denn damit jetzt beeindrucken? Wem wolltest du jetzt hier einen Gefallen damit tun? Wir hätten es vielleicht doch auf ein 4-4 kriegen können. Wenn es noch 20 Sekunden wäre und niemand ist vorne, ja okay, dann kannst du halt reinfahren in den Gegner. Na, mach doch, was du willst. Aber das war so dämlich. Das war wirklich eine bescheuerte Situation. Ja, jetzt haben wir erst recht verloren. Das kriegen wir nicht mehr hin. Also dann, easy win. Also eine Sache verstehe ich aber auch nicht. Es wird ja mittlerweile bei Tanky auch angezeigt, auf welchem Server du dich befindest. Ne? Europa 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Was haben die denn für einen Ping? wenn die Chinesisch schreiben. Hey. Aber gibt es da nicht einen Extra-Server? Ist mir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder aufgefallen. Manchmal wirst du halt mit Leuten reingeworfen und die sind dann noch sehr kommunikativ, muss man mal dazu sagen, ne? Niemand schreibt etwas, außer die. Dann denkst du dir auch, so bin ich da falsch abgebogen? So, hä? Sonst hatten die doch immer ihr eigenes Spiel. Also ich wäre jetzt auch nicht gerne mit Leuten aus Brasilien da drin, ne? Einfach wegen dem Ping. Wenn es Gegner sind, ja gut, okay, bei Tanky Online weiß man nie. Ja, vielleicht ist man im Vorteil, wenn man einen hohen Ping hat. Aber wisst ihr, was ich meine? Es hat ja schon einen Grund, warum es halt gewisse Cluster gibt, ja? Warum man halt Europa hat, warum man Amerika hat und so weiter, ne? Teilweise auch sogar unterteilt in Europa West und Ost. So, wisst ihr? Einfach, dass ja natürlich kannst du dir ja ausdenken. So. Wirklich, ich bin auf Europa 1. Ich würde mich hinterfragen, wenn ich mich mal einlogge und auf einmal steht da, ich bin auf Australien 2 oder so. Da würde ich halt auch gucken, wie kann ich denn das umstellen? Weil ich würde nicht, also, ja, okay, gut. Egal, Tanky Online ist jetzt auch nicht das Spiel, wo es jetzt einen großen Unterschied macht, ob du einen 10er Ping hast oder 60 oder so, ne? Ist klar, aber trotzdem. Mit dem Billig-Internet, was ich hier habe, bin ich froh, wenn ich einen 200er Ping habe. Ja gut, so schlimm ist es nicht. Aber Verbindungsqualität, ne, das ist ein Problem. Gut, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Eine halbe Stunde Tanky Online, Spaß mit mir hier. Ja, da haben wir wirklich nochmal eine reinbekommen. Das ist ein bisschen schade. Ne? Eigentlich hätten wir das gut gewinnen können oder wenigstens ein Unentschieden. Das am Ende, das war einfach... Ja, ob ich den bekommen hätte, wahrscheinlich trotzdem nicht, aber ich verstehe das nicht. Also diese ungeplante Aktion, das war... Ja, das kann man nur hinterfragen. Also ich fand das jetzt nicht unbedingt super. 3:4, es war noch in Anführungsstrichen genügend Zeit da, ja, mit einem super Angriff vielleicht halt wirklich noch das 4:4 zu machen und dann immerhin auf ein Unentschieden dann rauszukommen. Aber einfach reinfahren in der Hoffnung, oh, jetzt bin ich der Held, wenn ich jetzt als Juggernaut den anderen Juggernaut eliminieren kann. Ja, hat ja gut funktioniert. Ja, verstehe ich nicht. Na gut, okay. So, das soll es für heute gewesen sein. Macht es gut oder auch besser. Rinjehauen, ist ja klar.